Wir waren 42 Tage allein auf hoher See. Das war eine Extremsituation nach der anderen. Wir konnten zum Teil eben auch gar nichts mehr machen, also auch nicht mehr rudern. Da haben wir gehofft, dass man uns nicht retten muss. Aber das war, ja, ich glaube, der größte Freiheitsmoment, den ich je gespürt habe. Ich bin Maike, bin 34 Jahre alt und bin Fachärztin für Kardiologie. Das größte Abenteuer oder die größte Challenge in meinem Leben bisher war die Überquerung des Atlantiks im Ruderboot 2019 zusammen mit meiner besten Freundin und 2 anderen Frauen in unserem Team mit Steffi und Timna. Ich kenne Katharina ungefähr seit unserem 15. Lebensjahr und wir haben uns beim Hockeyspielen kennengelernt. Unsere Freundschaft ist schon, glaube ich, was ganz Besonderes. Wir haben fast alle Phasen unseres Lebens jetzt miteinander verbracht und kennen uns ziemlich in- und auswendig. Die verrückteste Idee, die Katharina hatte, war definitiv die Überquerung des Atlantiks. Als sie mich da das erste Mal gefragt hat, habe ich auch noch nicht gleich Ja gesagt. Das dauerte ein bisschen, um mich auch zu überzeugen. Auf die Idee, über den Atlantik zu rudern, bin ich gekommen, als ich eine Dokumentation über 4 britische Frauen gesehen habe, die das 4 Jahre zuvor gemacht haben. Am Anfang konnte ich mir das Ganze nicht so vorstellen. Ich fand das schon ein tolles, beeindruckendes Rennen und eine herausragende Challenge. Aber ja, konnte mich sozusagen in dieser Situation nicht vorstellen. Ich habe gerade Maike gefragt, ob sie mit mir dieses Abenteuer durchlebt, da sie meine beste Freundin ist und wir vorher schon viele verrückte Sachen gemeinsam gemacht haben. Unter anderem sind wir auf dem Kilimanjaro gewesen, haben viele sportliche Wettkämpfe auch schon erlebt und ich wusste einfach, dass sie die passende dafür ist. Was mich am Ende überzeugt hat, war, dass ich auf La Gomera zufällig den Start miterlebt habe 2017. Und das hat mich so beeindruckt und so gereizt, dass ich unbedingt wissen wollte, ob ich es auch schaffen könnte, dass ich ab da gesagt habe, okay, let's go. Ich glaube, Frauenteams haben viele Vorteile. Die Empathie, dass man irgendwie auch so ein bisschen sich in den anderen hineinversetzen kann. Wenn man offen Probleme anspricht, dann geht das. Freunde, Familie, Verwandte waren von Anfang bis fast Ende nicht so sehr begeistert von dieser Idee. Vermutlich auch aus Sorge vor Unfällen oder um unser Wohlergehen. Wenn du ein Ziel hast und selbst wenn deine engsten Vertrauten oder deine Freunde daran zweifeln, dass du es schaffen kannst, aber du in dir selber spürst, dass das der richtige Weg ist, lass dich von deinen Zielen nicht so einfach abbringen. Versuch deinen Traum zu leben und dafür alles zu geben. Ja, der Start war schon ein sehr besonderer Moment, auch weil er so das Ende der Vorbereitungszeit über 1,5 Jahre für uns bedeutet hat. Die erste wahrhaftige Erfüllung unseres Traums, da zu stehen, ein fertiges Boot zu haben, so weit wie möglich vorbereitet zu sein. Das war schon ja, ziemlich einzigartig. Bei unserer Überfahrt gab es schon so einige Extremsituationen, gerade in der ersten Nacht. Weil das Wetter extrem wild war, sehr hohe Wellen, sehr starker Wind. Bis auf Katharina waren alle sehr seekrank, konnten zum Teil eben auch gar nichts mehr machen, also auch nicht mehr rudern, sodass wir zu einem Zeitpunkt in der Nacht dann mitten im Dunkeln auch steuerunfähig waren. Da haben wir gehofft, dass man uns nicht retten muss, dass man sich gefragt hat, wenn das so bleibt, kommen wir nie an. Auf dem Wasser hat mir geholfen, immer weiterzumachen. Der Gedanke, es den anderen und der Welt zu beweisen, dass wir 4 dieses Abenteuer gemeinsam schaffen können. Der schönste Moment war natürlich der Zieleinlauf. Den hatte man sich auch, also hatte ich mir zumindest vorher in verschiedensten Situationen ausgemalt. Und das war am Ende so perfekt, also bei Sonnenaufgang in diesen Hafen einzulaufen auf Antigua. Die großen Schiffe, die uns mit tutenden Hörnern empfangen haben, unsere Familie mit Fahnen und Trompeten. Also absolute Gänsehaut, werde ich auch nie vergessen. Die Entscheidung habe ich tatsächlich bis heute nicht bereut und würde auch nochmal fahren. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, abonniert den Kanal. An den 42 Tagen bin ich Katharina, glaube ich, auf jeden Fall noch näher gekommen, wenn das möglich ist, sage ich mal, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut und sehr eng vorher schon kannten. Ich habe gemerkt eben auch, dass ich in jeder Situation mich auf sie verlassen kann und wir uns gegenseitig eine große Stütze sein können. Wir sind einfach noch mehr miteinander verwachsen. Ich glaube, dass wir mit dem, was wir geschafft haben, auf jeden Fall nicht nur für Mädchen und Frauen, aber auch für Männer und Jungs eine Vorbildrolle einnehmen können.
Wir haben unterwegs immer schon richtig viele tolle Nachrichten empfangen von ganz fremden Menschen, die unser Rennen und unsere Vorbereitungen verfolgt haben und sagten, ich bin so motiviert durch euren Einsatz und das, was ihr leistet. Das sind so die Sachen, die mir viel gegeben haben. Diese Erfahrung hat meinen Blick aufs Leben in der Hinsicht verändert, als dass ich, glaube ich, deutlich gelassener reagiere auf die kleinen Probleme des Alltags und dass mein Körper und mein Geist deutlich standfester sind und dass ich zu mehr in der Lage bin, als man vielleicht von sich selber gedacht hat. An dem Arztberuf begeistert mich der Umgang mit Menschen natürlich. Ich habe viele Patienten gehabt, die auch mitgefiebert haben, die auch ganz süß da Zeitungsartikel gesammelt haben und mir mitgebracht haben. Das ist das, was meine Arbeit liebenswert macht. Privat stehen jetzt so ein paar sehr große Meilensteine an. Eine Hochzeit jetzt in ein paar Wochen und Ende des Jahres die Geburt des ersten Kindes. Ich freue mich. Für mein Leben wünsche ich mir immer ein bisschen Freiheit, glaube ich. Selbstbestimmtheit, eine gesunde Familie auf jeden Fall. Und ja, immer irgendwie einen Traum im Auge zu haben und sich immer so ein bisschen weiterentwickeln zu können mit kleinen Schritten.